Hallo, Axel Lombach hier. Einen Monat sind wir jetzt im Lockdown und diese Zeit habe ich für einige Veränderungen gebraucht. Zum Beispiel neues Equipment gekauft, damit die Technik besser wird. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Heute zum Beispiel ist meine neue Kamera angekommen und das ist jetzt die Kamera, in die ich reingucke. Und das hier ist die Kamera, die ich bisher benutzt habe, um meine Videos zu drehen. Die neue Kamera, die wurde für mich deswegen interessant, weil ich eine Alternative gesucht habe für die Webcam. Ich habe deswegen eine Alternative für meine Webcam gesucht, denn bei Online-Sitzungen oder auch, wie das immer häufiger stattfindet, Online-Meetings, da habe ich inzwischen an einigen teilgenommen. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, ist die schlechte Bildqualität der Webcams, die teilweise verwendet werden. Und in einer Online-Sitzung mit einem Klienten, da spielt vor allem die Tonqualität eine wichtige Rolle, aber die Bildqualität ist auch nicht so zu vernachlässigen. Und da war mir wichtig, wenn ich mit meinen Klienten online arbeite, dass ich da auch eine möglichst gute Bildqualität habe. Die Tonqualität, die habe ich in den letzten Monaten schon lange bevor die Corona-Krise kam, dramatisch aufgewertet mit sehr guten Audio-Interfaces und sehr guten Mikrofonen. Denn die Stimme ist immer noch eines der Haupttransportmittel von Informationen. So, jetzt war allerdings auch Bild dran. Und wenn man sich so im Web umschaut, es gibt auf YouTube sehr viele Filme, die einem zeigen, was man alles und wie man es verbessern kann. Und da bin ich genauso wie der andere, der da an dieses Thema herangeht. Ich habe mich erstmal auf YouTube informiert und die beste Alternative zu einer Webcam ist tatsächlich so eine digitale Kamera. Und in den nächsten Tagen werde ich die ausprobieren, wie das alles funktioniert. Und da freue ich mich schon ganz stark darauf, dass ich dann ab nächster Woche meine Klienten mit einer noch besseren Bildqualität bei ihren Themen helfen kann. So, ich bin jetzt hier unterwegs, früher Nachmittag. Wer meine beiden letzten Videos gesehen hat, der weiß, Vitamin D ist eines der besten Mittel, um auch in den verschiedenen Virensaisons möglichst gesund zu bleiben. Und das beste Vitamin D, das man sich zuführen kann, ist das man selber produziert hat in der Sonne. Deswegen bin ich jetzt wieder draußen. Meine Vitamin D-Ladung, die habe ich mir heute Mittag geholt. Da war ich am Rheinufer laufen. Das ist im Augenblick ausgesprochen angenehm, weil kaum Leute unterwegs sind. Und da kann man dann auch so viel wie möglich Haut der Sonne aussetzen, sodass man die richtigen Level Vitamin D sich reinholen kann. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch Vitamin D noch über die Ernährung sich zu holen, und da ist zum Beispiel Leber. So, Leber ist zum Beispiel ein Superfood im wahrsten Sinne des Wortes, das so viele Minerale und Vitamine enthält, dass das fantastisch beim Gesundbleiben hilft. Und was ich auch total faszinierend fand, dass Leber ungefähr die 4-fache Menge von Vitamin C hat wie ein Apfel zum Beispiel. 100 Gramm Leber haben 4-mal so viel Vitamin C wie 100 Gramm Apfel. Jetzt bin ich hier am Herkulesberg. Die Kölner werden den wahrscheinlich kennen. In der Nähe ist auch dieses Herkules-Hochhaus, ein total buntes Hochhaus. Ich bin am Mediapark vorbeigegangen und tanke jetzt zwar nicht unbedingt Vitamin C, aber ein anderer Aspekt, der super wichtig ist,
der Kontakt mit der Natur. Grün, Laub, Wald. Das ist super wichtig für die emotionale, für die psychische Gesundheit und damit natürlich auch für die körperliche Gesundheit. Vielleicht ist das dem einen oder anderen schon mal vorgekommen. Es gibt so eine relativ neue Mode, das Waldbaden. Da geht man in den Wald und umgibt sich mit Wald für bestimmte Zeit, und das hat man früher gemacht, da ist man spazieren gegangen. Hier, das ist der Hügel. Das ist ein Teil des Hügels vom Herkulesberg, wo wir früher Schlitten gefahren sind. Okay, sehr windig hier auch. Zurück zum Waldbaden. Man umgibt sich mit Wald, und was dann ganz spannend ist, das zeigen wohl Beobachtungen, vielleicht auch Studien, dass man ruhiger wird, man ausgeglichener, man kommt wieder mehr zu sich, man ist wieder mehr geerdeter. Und so hilft dann Spazieren, besonders mit Bäumen drumherum, den Stresslevel zu sinken und insgesamt ruhiger und entspannter zu werden. Und das ist besonders in solchen Krisenzeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben mit Corona, ausgesprochen hilfreich. Aber natürlich nicht nur in Krisenzeiten. Sie kennen das auch, wie viele Nerven der Job kostet oder auch im privaten Umfeld. Und da braucht es eine Balance. Eine Balance, um runterzukommen. Die brauchen Hypnotiseure auch. Hypnotiseure sind, auch wenn wir das gerne anders sehen, Menschen. Und wir funktionieren nach ganz normalen biologischen Regeln, und zu denen gehört dann auch, dass wir uns immer wieder Auszeiten nehmen, dass wir uns Zeit für uns selber nehmen. Und das ist etwas, worauf ich dann auch in den nächsten Videos immer wieder eingehe. Was können wir tun oder wie nehmen wir uns für uns selber Zeit und wie können wir uns helfen, auch in solchen Krisensituationen ruhig zu sein. Und dann werde ich dann auch zeigen, was ich für mich tue, und daraus kann dann jeder mitnehmen, was er möchte. Es gibt auch noch einen anderen ganz spannenden Aspekt, was das Grün angeht. Das habe ich vor einigen Jahren gelesen. Und zwar ADHS-betroffene Kinder, wenn die ins Grüne kommen, und damit meine ich jetzt nicht den Sandspielplatz, sondern grün wie grün, so Wald drumherum, dann werden die auf einmal viel ruhiger, viel entspannter. Und das mag mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen, und es sind sicherlich auch evolutionäre Aspekte, die damit hereinspielen. Wenn wir zurückgehen, wo der Mensch herkommt, dass wir auch irgendwann mal in Waldgegenden gelebt haben, in unseren letzten 5, 6 Millionen Jahren Entwicklung. Und einige unserer engsten Verwandten leben ja immer noch im Wald. Und so sind wir dann sehr wahrscheinlich auf solche Umgebungen besonders gut angepasst, noch immer. Es ist ausgesprochen ruhig hier, es ist ganz spannend. Ich bin ungefähr 1 Kilometer von meiner Praxis entfernt. Und ich sehe hier und da mal ein paar Jogger. Normalerweise wäre hier viel mehr los. Im Hintergrund zwitschern die Vögel. Die Sonne scheint. Natürlich höre ich auch ein paar Autos. Aber insgesamt ist es doch verdammt ruhig. So eine Oase der Ruhe im hektischen Köln, der viertgrößten Stadt Deutschlands. So, wir kommen jetzt gleich an ein wunderschönes grünes Tal. Das ist nicht wirklich ein Tal, aber es hat so einen Charakter. Zur linken geht dann der Herkulesberg hoch, zur rechten müsste dann auch das Herkules-Hochhaus bald sichtbar sein. Und da sehe ich schon
Es sind doch noch ein paar mehr Leute unterwegs. So, jetzt gucken wir noch mal ein bisschen hier. Das ist meine alte Kamera, meine neue Kamera. Und da bin ich jetzt total gespannt. Ich werde dann gleich beim Zusammenschneiden, werde ich dann auch mal gucken, wie die Qualitätsunterschiede sind. Wie gesagt, das ist dann die Kamera, mit der ich auch sehr viel die Videositzungen mache, die Online-Sitzungen. Jetzt wechsle ich mal die Seite. Man sieht, das sind unterschiedliche Belichtungen. Also es gibt da noch einiges zu machen. Wenn ich jetzt hier so gucke, jetzt nehmen wir es mal nebeneinander. Im Augenblick gefällt mir meine alte Kamera noch viel besser. Aber wie das so ist, die Einstellungen sind ja noch nicht so perfekt. Jetzt mache ich mal hier so gerade einen Rundumblick. So, es sind hier augenblicklich sehr viele Leute unterwegs. Sehr viele Leute, die meinen Ratschlägen, sich ins Grüne zu legen, folgen sollen. Was habe ich jetzt in den nächsten Tagen geplant? Ich werde am kommenden Wochenende mit John Butler ein Online-Interview führen, wo ich dann diese Kamera hier einsetzen werde, das erste Mal, wo wir uns dann genau darüber unterhalten werden, was wichtig ist bei Online-Sitzungen. Wer meinen Podcast gefolgt ist, der weiß, John Butler, der ist schon seit ein paar Jahren dabei, seit 40 Jahren ist er aktiv in der Hypnose, Arbeit mit Klienten aktiv und er hat sehr viel Erfahrung, was Online-Sitzungen angeht. Und wir werden auch darüber sprechen, was Online-Sitzungen von Face-to-Face, also persönlichen Sitzungen, Live-Sitzungen unterscheidet. Wir werden also auch über die verschiedenen Aspekte reden, die ganz entscheidend bei Online-Sitzungen für die Qualität verantwortlich sind und was Online-Sitzungen nicht machen können und was Online-Sitzungen vielleicht sogar für Vorteile haben. Es gibt also die verschiedensten Aspekte, die wir da ansprechen und ich bin schon sehr gespannt, was da alles noch rauskommt. Ja, in den nächsten Tagen werde ich mein Equipment noch weiter hier bearbeiten, die ganzen Podcasts, die ich mir vorgenommen hatte in den letzten 4 Wochen zu bearbeiten. Das war erheblich zeitaufwendiger, als ich das am Anfang geplant hatte. Transkribieren und Übersetzen ist beides ausgesprochen zeitaufwendig. Schneiden geht relativ schnell, wenn man gute Editierprogramme hat. Ich habe ein hervorragendes Editierprogramm. Nur die Transkription und das Übersetzen, worauf ich ja mein Hauptmerkmal legen wollte, das ist trotzdem sehr viel Arbeit. So, jetzt bin ich hier wieder aus der Sonne raus. Und damit kommen wir zum Schluss. Die nächsten Online-Sitzungen kann ich also mit neuem Equipment, neuen Geräten in einer noch besseren visuellen Qualität anbieten. Die Tonqualität ist jetzt schon hervorragend. Jetzt kommen wir langsam zum Colonius. Dann drehe ich auch wieder um, weil ich habe ja noch was zum Tun hier. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.